Immer wieder höre ich von Mandanten, die auswandern wollen und wo die Abmeldung kurz bevorsteht, dass sie Angst davor haben, dass ihr Personalausweis entwertet wird oder sogar eingezogen wird. Was ist dran an diesem Gerücht, das man so oft online findet? Damit wollen wir uns einmal in diesem Video befassen. Neulich bei einem Event sprach ich mit einem Mandanten darüber, der noch nicht aus Deutschland abgemeldet ist, aber jetzt die Abmeldung unmittelbar geplant hat. Und er sagte mir, dass er gerne einen der vielen Online-Dienste verwenden möchte, die einem ja bei der Abmeldung helfen können. Ich kenne natürlich diese Dienstleister auch und ich war ganz interessiert daran, mehr darüber zu erfahren. Und dann sagte er mir, dass die Hauptmotivation für die Verwendung dieses Dienstleisters ist, dass er dann seinen Personalausweis nicht beim Einwohnermeldeamt abgeben müsse, dass der Personalausweis also nicht entwertet werden würde bzw. nicht eingezogen werden würde bei der Abmeldung. Ich war sehr erstaunt darüber, denn wie gesagt, ich bin ja selbst aus Deutschland abgemeldet. Es war mir nicht bekannt, dass der Personalausweis entwertet oder sogar eingezogen werden würde. Also fragte ich ihn nach weiteren Informationen und er sagte mir, dass man dann hinten auf dem Personalausweis einen Aufkleber anbringen würde, womit der Personalausweis praktisch nicht mehr gültig ist. Da ist mir dann auf einmal klar geworden, was er meint und deswegen bin ich jetzt froh, in diesem Video einmal dieses Gerücht aufklären zu können. Es ist mitnichten so, dass bei der Abmeldung der Personalausweis entwertet oder sogar eingezogen wird. Das ist garantiert nicht so. Was passiert, was aber schon immer passiert, was schon vor 25 Jahren passiert ist, als ich mich aus Deutschland abgemeldet habe und was sich seitdem nicht geändert hat, ist, dass ein Aufkleber auf dem Personalausweis hinten angebracht wird, worauf steht, dass kein Wohnsitz mehr in Deutschland vorhanden ist. Der Personalausweis ist aber nach wie vor dann gültig. Du kannst damit nach wie vor natürlich dich überall ausweisen. Du kannst ihn zum Reisen innerhalb der Europäischen Union verwenden und natürlich auch außerhalb der Europäischen Union kann man ihn vielfach verwenden als ID-Dokument. Es wird, wie gesagt, dann die Adresse überklebt und es kommt dieser Aufkleber drauf. Aber ansonsten ist dieses Dokument nach wie vor gültig. Es wird also garantiert nicht entwertet und garantiert nicht eingezogen. Viele wissen nicht, dass du mittlerweile sogar einen Personalausweis beantragen kannst, wenn du gar nicht mehr in Deutschland wohnst. Wenn du nicht mehr in Deutschland wohnst, dann ist ja die Botschaft deines Wohnsitzlandes, also die deutsche Botschaft meine ich, für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen zuständig. Du kannst also einen Termin mit der Botschaft machen oder auch zu einem Honorarkonsul gehen, was ich immer mache, weil es viel schneller ist. Und da kannst du dann einen Personalausweis beantragen oder eben deinen Reisepass. Beantragst du nun einen solchen deutschen Personalausweis aus dem Ausland, dann steht dort nicht etwa deine ausländische Adresse drauf, sondern da steht der gleiche Text drauf, der auch auf dem Aufkleber drauf steht, der bei der Abmeldung auf dem Personalausweis angebracht wird, nämlich dass kein Wohnsitz mehr in Deutschland vorhanden ist. Aber das macht den Personalausweis natürlich nicht ungültig, sondern er ist wie jeder andere Personalausweis auch überall einsetzbar. Halt eben nicht mehr, um deine Adresse nachzuweisen. Aber als Adressnachweis im Ausland geht in der Regel sowieso nicht der Personalausweis. Da würde man dann eine Strom-, Gas-, Wasserrechnung verwenden. Vor allen Dingen in Ländern, wo es kein Meldewesen gibt. Mein letzter Personalausweis wurde zum Beispiel von der deutschen Botschaft in London ausgestellt. Der Personalausweis ist auch wiederum 10 Jahre lang gültig. Ich habe ihn immer bei mir, damit ich meinen Reisepass nicht überall hin mitnehmen muss. Ich will natürlich nicht den Reisepass hier dem Risiko aussetzen, dass ich ihn verliere oder sowas. Das heißt, ich habe den Personalausweis, den deutschen Personalausweis in der Regel dabei, falls ich mich mal irgendwo ausweisen muss. Sei es zum Beispiel beim Notar oder irgendwas abzuholen oder auch zum Beispiel sich gegenüber einer Bank auszuweisen. Da funktioniert in der Regel der Personalausweis, aber eben auch nicht immer. Aber so im Alltag ist der Personalausweis eigentlich auch im Ausland ziemlich hilfreich und ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, ihn im Ausland auch zu beschaffen, auch wenn du das natürlich nicht musst. Du kannst natürlich auch mit deinem Reisepass dich überall ausweisen, aber es ist halt etwas umständlich so im Alltagsleben. Meiner Erfahrung nach, der Personalausweis macht vieles einfacher. Oftmals ist es ja dann auch so, dass du in deinem neuen Wohnsitzland eine Art Personalausweis enthältst,
De facto ist es zum Beispiel in den USA so, wo ich wohne, dass der Führerschein letztlich der Personalausweis ist. Da steht ja auch die Adresse drauf, wie auch in Deutschland. Selbst Personen, die jetzt hier keine Fahrerlaubnis haben, haben trotzdem eine Driving License in dem Sinne, auch wenn sie damit nicht fahren dürfen, aber die wird von der gleichen Behörde ausgestellt und die sieht genau gleich aus, nur um sich eben auszuweisen. In den USA ist es ja ohnehin so, das weißt du vielleicht, dass nur eine Minderheit der Bevölkerung einen Reisepass hat, da die meisten Amerikaner ja tatsächlich das Land nie verlassen, viele auch den Bundesstaat nie verlassen. Aber auch in europäischen Ländern bekommt man oftmals eine Art Personalausweis. Wir haben ja viele Mandanten, die nach Malta umziehen. Auch dort bekommst du dann einen maltesischen Personalausweis. Das hat nichts mit der Staatsbürgerschaft zu tun, sondern das besagt eben nur, dass du dort wohnst. Und das ist natürlich auch deswegen ein ziemlich praktisches Dokument. Damit ist eigentlich glasklar überall nachweisbar, wo dein Wohnsitz ist. Und das ist ja vor dem Hintergrund verschiedener Gesichtspunkte, die wir immer wieder auf diesem Kanal besprechen, ziemlich attraktiv, wenn du gegenüber Banken, Behörden etc. auch in anderen Ländern zeigen kannst, ja, ich wohne wirklich in Malta und hier ist mein Personalausweis. Und zum Beispiel gerade in Malta ist es gar nicht so einfach, diesen Personalausweis zu bekommen. Also wenn du dort zum Beispiel irgendeine Adresse mieten würdest, die 100 andere Leute auch mieten, würdest du dort nicht den Personalausweis bekommen. Da brauchst du einen richtigen Mietvertrag mit einem Vermieter, musst eine wirkliche Wohnung mieten und dort wohnen, bevor du den Personalausweis bekommst. Du musst also auch deine Anwesenheit bei der Beantragung nachweisen können, zum Beispiel über Banktransaktionen, Zahlungsnachweise für Kaffee, Restaurant und so weiter, die du in Malta getätigt hast in diesen ersten 90 Tagen nach der Ankunft. Also, um nochmal zu unserer Ursprungsfrage zurückzukommen, der Personalausweis wird nicht entwertet, er wird nicht eingezogen. Natürlich kannst du trotzdem einen Online-Dienstleister verwenden für die Abmeldung. Das ist sicherlich vielfach einfacher. Aber wenn du aufs Einwohnermeldeamt gehst und dich dort abmeldest, ist das genauso gut und genauso wenig riskant. Du kannst den deutschen Personalausweis behalten. Er wird dir nicht weggenommen und du kannst ihn einfach so verwenden. Ich würde dir also auch nicht raten, den Aufkleber, den die Behörde dort hinten anbringt, wieder abzuzibbeln. Das ist absolut unnötig und das Ganze basiert im Grunde genommen auf einem Gerücht. Das heißt, geh zum Einwohnermeldeamt, melde dich ab und gib denen ruhig deinen Ausweis, damit die einen Aufkleber drauf machen können. Das ist eben die deutsche Bürokratie, aber die sollte dich hier in diesem konkreten Kontext auch nicht weiter beunruhigen. Wenn die Fragen Auswanderung, Abmeldung etc. auch Dinge sind, mit denen du dich beschäftigst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu beraten, auszuwandern, sich im Ausland steuerlich optimal aufzustellen, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.